Ich möchte euch heute zeigen, wie wir so ein leckeres Brot ganz günstig und mit ganz wenigen Zutaten selber machen können. Alles, was wir dafür brauchen, ist eine Packung Müsli. Ich habe hier 1 Kilo Müsli, das ist ein 5-Korn-Müsli. Ihr könnt auch so ein Müsli nehmen, so ein Früchtemüsli. Ich werde heute beide Brote zubereiten und dann zeige ich euch das Ergebnis. Wir benutzen für beide Brote exakt die gleichen Zutaten und das Brot wird super lecker aus beiden. Wir beginnen unser Brot und geben hier 1 Kilo von unserem Müsli-Mix rein. Darauf gebe ich 30 Gramm Chiasamen und 30 Gramm Flohsamenschalen. Passt auf, nehmt keine Flohsamen, sondern Flohsamenschalen. Die braucht ihr unbedingt, damit das Brot quellen kann und euch nicht auseinanderfällt. Hierauf geben wir jetzt Salz, das sind knapp 3 Teelöffel. Und das vermische ich jetzt erstmal grob. Optional, das muss nicht rein, gebe ich Apfelfaser. Das sind 20 Gramm, die halten das Brot richtig schön saftig und geben dem Brot eine schöne Farbe. Das muss nicht rein, aber wenn ihr das da habt, das lohnt sich. Das Brot hält sich wirklich schön frisch damit. Ich verlinke euch in der Infobox, wo ihr das bestellen könnt. Im Geschäft gibt es das leider noch nicht. Jetzt kommen unsere flüssigen Zutaten. 3 Esslöffel Öl. Dann nehmt ihr geschmacksneutrales Öl. Und darauf gebe ich jetzt 850 Milliliter heißes Wasser. Und das Ganze verkneten wir jetzt. So, ich habe das Brot jetzt soweit durchgeknetet. Jetzt nehmen wir uns hier so eine Backform. Ich habe gerade ganz vergessen zu sagen, bevor wir unseren Teig mit Wasser anmischen, nehme ich mir so ein bisschen, das sind glaube ich so 3-4 Esslöffel gewesen, nehme ich vorher von dem Müsli raus und damit bestreue ich den Boden. Und jetzt nehme ich hier unseren Teig und gebe den hier in unsere Form. Und das drücke ich jetzt hier richtig schön in die Form und drücke das fest. Jetzt habe ich hier noch restliche Müsli-Mischung und die streue ich jetzt einfach hier oben drauf und drücke das so ein bisschen fest. Und jetzt decke ich das ab und lasse das quellen. Und das gleiche mache ich jetzt hier mit unserer Müsli-Mischung, wo Traube und Nuss enthalten ist. Und das breite ich jetzt genauso zu wie das andere Brot. Auch hier nehme ich jetzt wieder ein bisschen Müsli vorher ab, allerdings ohne Rosinen. Auch hier gebe ich jetzt wieder Chiasamen und Flohsamenschalen dazu, jeweils 30 Gramm. Salz 3 Teelöffel. So, und auch hier mische ich jetzt die groben Zutaten zusammen. Optional Apfelfaser, das sind 20 Gramm. 3 Esslöffel Öl und 800 Milliliter heißes Wasser. So, ich habe auch das Brot jetzt hier vermischt und lasse das quellen. Mein Ofen ist jetzt vorgeheizt. Ich gebe jetzt hier von der Müsli-Mischung etwas auf den Boden. Das hier jetzt noch mal so ein bisschen in Form und streue hier unsere restlichen Körner drauf. Und der Ofen ist jetzt vorgeheizt. Ich stelle jetzt beide Brote nebeneinander in den Ofen und backe das für 90 Minuten auf 180 Grad Ober-Unterhitze. So, unsere Brote sind jetzt fertig. Das ist das Ergebnis. So sehen die aus. Ich finde, die sehen beide toll aus. Ich lasse die Brote jetzt auskühlen und dann schneiden wir die gemeinsam an. Das erste Brot ist jetzt fertig und ausgekühlt und das schneiden wir jetzt an.
das jetzt von innen aus. Das ist schön durch. Ja, das sieht super aus. Es hat einen guten Halt, es bricht uns nicht auseinander. Also es ist wirklich eine tolle, günstige, leckere Variante. Das ist die 5-Korn-Mischung, 1 Kilo Müsli-Mischung, die nur aus Müsli und ein paar Körnern besteht. Aber ich schreibe euch das alles nochmal in die Infobox und schaut da am besten auch nochmal rein. Dann schneiden wir hier jetzt mal unser zweites Brot an. Das ist die Müsli-Mischung mit den Rosinen und den Nüssen. So sieht jetzt unser zweites Brot aus. Das ist natürlich nochmal um ein Vielfaches saftiger, weil wir die Rosinen drin haben. Aber wie gesagt, das schreibe ich euch alles nochmal in die Infobox. Beide Brote super lecker geworden, sehen beide toll aus und vor allem sind die beiden richtig günstig. Ja, das war's von mir. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann wird es höchste Zeit. Ich würde mich freuen und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann sehen wir uns nämlich auch im nächsten Video.